So, stehe ich auch. Ist bestimmt richtig scheiße, sieht dann kacke aus, hört sich kacke an. Ja. Draußen So wie es sein soll. Licht, Wind, Alles kacke. hinten wird geballert. Ja. Das muss ja alles zensieren. Und dann noch ein Video. Dann machen wir so einen Piep rein. Ja, Piep. überall. Piep, piep, piep. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute wieder mit Peter. Der hat mich ja böse allein gelassen. Ich musste ein ganzes Unboxing-Video machen. Ein ganzes. Scheiße. Komplett allein. Nicht mal der Hund hat geholfen. Nee. Das war eine schlimme Zeit. Aber hilft er jetzt auch nicht. Nee, eben, liegt darum. Aber sei es drum. Ja. Jetzt ist Peter wieder da und heute wollten wir euch einfach mal im Gesamten die Uniform eines Infanteristen des 2. Hanseatischen Infanterieregiments Nummer 76 vorstellen. Und zwar so um und beim Auszug. So der grobe deutsche Infanterist, ja, wie man ihn ungefähr so 1914 im August, Ende August angetroffen Genau, haben so könnte. wie sie mutmaßlich losgezogen sind. Mit dem, was wir haben und nach bestem Wissen und Gewissen. Genau, und was sich dann über die Jahre geändert hat und so weiter und so fort. Richtig. Ich würde sagen, wir fangen wieder oben an. Wir fangen oben an, Fangen oben an, bei der schiefen bei der Mütze. schiefen Haube. Ja, das ist ja alles nicht so einfach hier. Wessen Pickelhaube ist denn das? Sag mal. Ja. Gut. Genau, wir fangen oben an. Die Pickelhaube oder der Lederhelm mit Spitze. Ja, das Modell 1895. Korrekt. In der letzten Formausführung. Danach gab es nur noch marginale Unterschiede, aber da kommen wir später zu. Genau, also der typische Helm, den man so unter den preußischen Soldaten kennt. Wozu war der Pickel oben da, die Spitze? Also, das kommt noch aus der Zeit, wo die Infanterie gegen die Kavallerie gekämpft hat und große Kavallerieangriffe eben stattgefunden haben. Und die haben eben immer schön von oben mit dem Säbel nach unten geschlagen, auf den Kopf. Und diese Spitze sollte eben den Säbelhieb ein bisschen von links nach rechts so, ne, ein bisschen abweichen. Genau. Hatten natürlich nicht nur die Deutschen, ich glaube, die Briten hatten das auch in ihren Expeditionskorps, irgendwie sowas. Die hatten ja Genau. auch so hohe Hüte mit, ne? Ja, genau, das ist die Spitze dazu sozusagen. Richtig. Der hatte vorher auch noch eine Schuppenkette, die wurde aber 1895 dann mit Einführung dieser Form dann für Mannschafter abgeschafft, weil Säbelhiebe im Gesicht waren dann nicht mehr so. Genau, ja. So, dann haben wir vorne natürlich ganz groß die Nummer drauf. Das ist dann die Regimentsnummer, Regiment 76. Gab es verschiedene Symbole, gab noch ein R für Reserve und das eiserne Kreuz für das Landwehrkreuz halt für die Landwehr. Ja, oder einfach nur ein L für Landwehr, das gab es auch. Oder so, genau. Ja, daran erkennt man halt sofort, zu welcher Einheit der Soldat gehörte, in Verbindung mit den Schulterklappen. Dann haben wir an der Seite die Kokarden, die zeigen sozusagen einmal hier links die Landesangehörigkeit an, sprich der Bundesstaat, dem man angehört, und auf der anderen Seite eben die Staatsangehörigkeit, also das Deutsche Reich. Deutsche Reich hier Genau. in schwarz-weiß-rot. Und auf der anderen Seite hier was ganz Spezielles, das ist kein rotes Kreuz, sondern ein Hanseatenkreuz. Auch keine Malteser. Auch kein Malteser, genau, das ist Hanseatenkreuz. Das hatten eben nur zwei hanseatische Städte, also die Hansestadt Hamburg und Lübeck. Die hatten das als Kokarde, auch an der Schirmmütze, wie man bei mir unschwer erkennen kann. Bremen hatte dann zum Beispiel weiß mit roten, Mit rotem Kreis nochmal roten drin. Kreis. Genau, also so ähnlich wie die hessischen Truppen. Gleich tatsächlich. Genau, gleich, Die ja. haben- Ja. Dann kommen wir zur Uniform. Das ist der Feldrock nach Landsturmschnitt 1913 eingeführt. Genau. Ja. Also da muss man jetzt dazu sagen, in unserem Fall, wir tragen überwiegend die Röcke Modell 1913 nach Landsturmschnitt. Der Feldrock mit Klappkragen Modell 1907. Also die Modelle sagen wir dazu, da wurden die eingeführt. Früher hießen die so, da hieß der einfach bloß Feldrock mit Klappkragen und dann später Feldrock nach Landsturmschnitt. Die wurden noch genauso getragen. Also dadurch, dass die erst 1913 beschlossen wurden, war es natürlich noch nicht so, dass alle Regimenter schon mit dem, ich sag jetzt mal vorsichtig, neuen Modell eingekleidet waren, weil dieser Rock nach Landwehrschnitt, der Landwehrschnitt, damit war vorher die Landsturm, da war der Landsturm vorher schon mit eingekleidet. Und das, wie es immer mit einer Neueinführung ist, das geht sehr schleppend nach und nach. Es werden immer erst die
Die größeren, die stehenden, sowas wie Garderegiment zu Fuß, die werden immer als erstes mit sowas neu ausgestattet und dann nach und nach erst die anderen Regimenter. Jetzt in unserem Fall bei den 76ern, da ist es wohl so, dass die auch erst 1914, also noch vor Kriegsbeginn, tatsächlich erst feldgrau eingekleidet wurden. Genau. Also an der Uniform sieht man schon ganz deutlich, dass die preußische Tradition trotzdem noch weitergeführt wurde. Der blaue Rock davor war offenkundig ähnlich, was die Verzierungen anging, zum Beispiel die brandenburgischen Aufschläge und die Knopfreihe und so weiter und so fort. Das war eben alles damals vorhanden und ist jetzt hier übernommen worden, eben nur mit einem feldgrauen Tuch, um den Soldaten eben den Gegebenheiten etwas mehr anzupassen, ne, weil der blaue Rock natürlich sehr, sehr raussticht sozusagen. Genau. Genau, auf den Knöpfen haben wir hier die preußische Krone. Trotz des hanseatischen Regiments ist es abgesehen von der Kokarde alles preußisch gewesen. Auch das Koppelschloss. Genau, die Schulterklappen sind hier mit weißer Umrandung. Früher, also 1914, bei dem Uniformmodell war das noch so, dass die Schulterklappenumrandungen je nach Armeekorps andersfarbig waren. Ja, da gab es weiße, blaue, rote und gelbe Umrandungen. Also da muss man dann mal nachforschen, in welchem Armeekorps das jeweilige Regiment war. Unseres war jetzt im 9. Armeekorps. Genau. Und die waren weiß. Ist übrigens genauso wie bei der Trottel. Das ist dieselbe Farbkodierung. Es ist immer weiß, rot, gelb, blau und dann fortlaufend. Und genau. so waren die Armeekorps dann, Genau. Da waren die Armeekorps, das ist der korrekte Plural, dementsprechend eingekleidet. Das heißt, in unserem Fall 9. Armeekorps weiß, wären wir jetzt das 2. Armeekorps gewesen, wären die Schulterklappenrandungen dementsprechend rot. Genau, das ist nicht zu verwechseln mit den Schulterklappen, die ich drauf habe. Die sind zwar auch weiß, aber das hat eine andere Befugnis. Aber Bewandtnis. Ja, da kommen wir aber zu dem Video 1915 dann zu. Genau, da kommen wir dann später zu. So, dann haben wir genau die brandenburgischen Aufschläge. Also alles noch sehr, ein bisschen zeremoniell, alles so ein bisschen bunt. Also nicht bunt, aber so glänzend. Ne? Noch sehr geschmückt. Sehr geschmückt, genau. Wobei man, da möchte ich noch mal einhaken, das ist so ein bisschen Hintergrundwissen. Ja. Da wir uns ja jetzt auch viel mit dem IR-76 beschäftigen, es fällt immer wieder auf, dass gerade bei diesen brandenburgischen Aufschlägen dann einfach aus Ersparnisgründen oder aus Zeitgründen, wir wissen es nicht ganz genau, Knöpfe weggelassen wurden. Die hatten dann zwar diese brandenburgischen Aufschläge, aber dann komplett ohne Zierknöpfe. Ja. Also da war Not am Mann, da musste schnell viel gemacht werden. Genau. Dann haben wir auf der Rückseite haben wir auch nochmal die Schoßknöpfe. Sieht man hier auch ganz gut, dass die eben noch der preußischen Tradition entsprechend verziert sind mit Ziernähten und Knöpfen. So, als Beinbekleidung haben wir hier die steingraue Hose, wo man 1914 was etwas komplizierter ist, wo man genau gucken muss, welche Einheit man vor sich hat. Dann die steingraue Hose wurde im August 1914 eingeführt. Sprich, am 2. August wurden ja schon die meisten Regimenter mobil gemacht und manche, wann war das? Die 76er sind ja schon am 4. August, glaube ich, losgezogen. Ja, es gab nochmal einen Feldgottesdienst und dann sind die direkt los. Genau, also die ersten Truppen von den 76ern, genau. Da war natürlich die steingraue Hose noch nicht eingeführt. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass die stehenden Regimenter, also die Berufssoldaten oder die gerade Wehrdienst leisten, aktiv, dass die natürlich noch die feldgraue Hose anhatten, die eben 1907 mit der feldgrauen Uniform eingeführt wurde. Und dass die eben damit auch gleich ausgezogen sind. Ja, und vermutlich. Das waren ja, wie gesagt, ich sage jetzt vorsichtshalber nochmal dazu, dass IR-76 war ein sehr kleines Regiment. Das heißt, die hatten nur 4 stehende Bataillone. Das 1. und 2., das lag entsprechend in Hamburg. Das 3. Bataillon lag in Lübeck und das 4., muss ich lügen, das lag woanders. Und daher, die 4 werden höchstwahrscheinlich noch die feldgraue Hose gehabt haben und danach gab es dann für zum Beispiel das Reserveregiment Nummer 76, das dann noch aufgestellt wurde, die dann mobil gemacht wurden, die hatten dann höchstwahrscheinlich schon die steingraue Hose. Genau, so würde es auf jeden Fall Sinn ergeben. Richtig. Würde ich sagen. Aber wie gesagt, alle Angaben ohne Mitgewehr. Ohne das. Ohne das. Genau, die Hose, die Stiefel, ganz normal, Marschstiefel 1866 in Loga, also sprich ungefärbt. Ja, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Genagelt für besseren Grip und für weniger Sohlenabnutzung. Ja. Und für hervorragende Rutschpartien auf Kopfsteinpflaster. So, genau.
Die waren auch nicht sehr ergonomisch, die Schuhe. Also, Nein, überhaupt nicht. Auch zur damaligen Zeit schon ärztlich verordnet und als nicht ergonomisch eingestuft. Da wurden wirklich Studien zu angestellt, dass das für den Soldaten nicht gut ist, hat man aber tatsächlich bis in den Zweiten Weltkrieg hinein kaum verändert. Ja. Schön. Herrlich. Herrlich. Warum auch? Eben. So, Ausrüstung. Die Ausrüstung wurde hier natürlich auch wieder, wie bei allen Armeen zu der Zeit, um den Bauch getragen. Ne? Also es gab es nicht wie noch 100 Jahre zuvor um die Schultern rum oder so. Genau. Hier haben wir einmal das Kastenschloss oder Koppelschloss. Hier als preußische Ausführung mit Gott mit uns als Wahlspruch, heißt das, glaube ich, ne? Wahlspruch? Ja. Leitspruch, Motto. Ja. Und die preußische Krone drunter. Das hatten viele. Das hatten dann natürlich die preußischen Truppen, aber auch viele Truppen, wo Preußen sozusagen die Militärhoheit hatte. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Die Hanseaten zum Beispiel hatten das auch. Die waren, natürlich hatten sie einige, wie an der Fahne zum Beispiel, eigene Symbole, also das Hanseatenkreuz und sowas. Genau. Aber an der Uniform war alles preußisch und das hatten andere Staaten eben auch. Welche genau, fallen mir jetzt gar nicht ein. Alles in Loga natürlich, so wie die Stiefel auch. Patronentaschen 1909 eingeführt. Fassen insgesamt 120 Schuss. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung der Patronentaschen 1895, die sie vorher hatten. Das waren diese Kastenpatronentaschen, weil man wollte, dass jeder Soldat sozusagen noch mehr Schuss als eigenständige Reserve dabei hat. Genau. Ne? Die Soldaten hatten auch in ihren Brotbeutel bzw. im Tornister eben noch Ersatzmunition dabei. Genau. Also sobald wir mal ein Video über den Tornister machen, der Tornister hatte im Deckel 2 extra Fächer für 2 Pakete Patronen. Also da kamen auch noch mal 30 Schuss in den Tornister. Genau. Ja, das ist auch so ein Unterschied zwischen den nachgebauten Patronentaschen. Da passt nämlich ein Ladestreifen weniger rein. Eigentlich waren hier 4 Stück. Also mit sehr viel Gewalt geht auch 4. Ja. Aber dann kriegt ihr die nie wieder raus. Richtig. Dann haben wir hier einmal das Schanzzeug. Das ist in unserem Fall die Beilpicke. Es gab das kleine, also das ist das kleine Schanzzeug. Ne? Das große war natürlich von den Pionieren getragen. Das kleine Schanzzeug ist hier die Beilpicke. Es gab auch noch den Feldspaten. Und die Axt, glaube ich, gab es auch noch. Ne? Genau, das Beil. Es gab Beilpicke, Spaten und Beil. Genau. Und die wurden möglichst gleichmäßig unter allen Soldaten in jeder Kompanie aufgeteilt. Genau, also gleichmäßig heißt, die Feldspaten waren deutlich mehr vertreten. Richtig. Aber ich weiß gar nicht, wie es war. Ich glaube, jeder 10. oder irgendwie jeder 6. oder so hatte eine Beilpicke. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie so in dem Bereich, dass jede Kompanie eben genug davon hatte. Dann haben wir noch das Seitengewehr 98. Das ist hier noch die lange Ausführung mit der Lederscheide. Die wurde noch bis 1914, bis in den Krieg hinein getragen, wurde aber auch relativ schnell modifiziert, den Gegebenheiten angepasst, sprich es war einfach viel zu lang und da hat man es einfach aus Mobilitätsgründen gekürzt öfters. Es ist halt auch öfter mal abgebrochen, deswegen also das Modell war tatsächlich zu nichts zu gebrauchen, außer zum Töten. Und zum Kürzen. Und zum Kürzen. Und vielleicht auch noch zum Brotschmieren, aber da muss es auch eine Kurze. Ja, zum Brotschmieren kannst du sie alle benutzen. Es kommt auch an, wie groß dein Brot ist. Ein Baguette schmieren. Also ein Baguette kann man damit einfach vertikal, zack, einen Strich, fertig. Genau. Also die waren dann irgendwann nicht mehr sehr praktisch. Aber zum Auszug 1914 haben viele Truppen, die meisten eigentlich, das noch getragen. Die meisten Infanterietruppen. Ja, also da muss man ein bisschen drauf achten, auch das ist wieder regimentsabhängig, weil es gab auch Regimenter, die schon relativ früh mit dem 9805 ausgestattet wurden. Recht früh, Pioniere zum Beispiel auch relativ früh mit Sägerücken. Also aber bei Seitengewehren will ich mich auch immer nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, weil dann kommt nämlich Kai mit dem Knüppel und dann erzählt er uns, wie das richtig war. Ja, wie wir schon gesagt haben, die Farben, die die Schulterklappen hatten, die finden sich hier wieder. Bloß hier bedeutet das eben, welche Kompanie es ist. Also wir haben hier, ich weiß gar nicht, womit hat angefangen? Mit Weiß. Ne? Weiß, Rot, Gelb, Blau. Das ist die Reihenfolge. Also 1, 2, 3, 4. Kompanie. Und in der Mitte haben wir auch nochmal dieselben Farben. Das ist dann das Bataillon. Also Weiß, 1. Bataillon und so weiter und so fort. Genau. Das heißt, wir haben hier 1. Bataillon Dritte Kompanie. und 3. Kompanie.
So, das heißt also, diese Trotteln haben bei den normalen Mannschaftern nicht die Landesfarben angezeigt, sondern immer nur die Kompanie. Ne? Das war dann bei den Unteroffizieren, wo dann die Landesfarben abgebildet waren. Jetzt kommen wir zum Brotbeutel. Der frühe Brotbeutel in so einem rot-braunen Ton, genauso wie die Feldflasche. Da ist der Bezug auch in so einem rot-braun, bräunlichen Ton. Hier noch aus Aluminium, das frühe Modell mit Schraubverschluss. Ja, an sich ist da gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer, dass 1914 schon die Modelle aus einem Schilfgrün oder so, also die grauen Modelle schon eingeführt wurden. Das ging relativ fix. Aber trotzdem wurden die Modelle zu Beginn des Krieges, kurz vorm Krieg, bis Ende des Krieges noch getragen. Auffällig ist hier noch der Knopf am Kragen. Das ist der sogenannte Gefreitenknopf. Das heißt also, wir haben hier einen Gefreiten sozusagen vor uns. Woher kommt der Begriff Gefreiter? Das ist frech. Da erwischt er mich nackig und mit runtergelassenen Hosen. Der Begriff Gefreiter kommt daher aus, ich weiß gar nicht, ob es aus dem 30-jährigen Krieg, auf jeden Fall so um die Zeit rum, wo die ganzen Dienstgrade so ein bisschen im Aufbau waren, also auch der Unteroffizier und so weiter. Das hat sich da ja alles richtig geformt. Und der Gefreite war einfach von der Wacht befreit. Ach was? Ja. Okay. Wieder was gelernt. Daher kommt es. Obwohl ich mir das Video ja gar nicht mehr angucken. Das stimmt. Das weiß ich, das Wichtigste Richtig, schon. genau. Ja, das ist einfach der Gefreitenknopf. Also haben wir einen Gefreiten vor uns. Ohne Litze, ohne alles. Danach kommt dann der Unteroffizier, kommt dann die Litze ran, aber eben kein Knopf. Und der Sergeantenknopf, der ist ähnlich, bloß halt deutlich größer. Die ganzen Knöpfe haben das Hoheitswappen des jeweiligen Staates eben drauf abgebildet. Genau. Also hier eben der preußische Adler. Ja, bei den Bayern wäre es der Bär wahrscheinlich, ne? Oder? Der bayerische Bär. Der Bär? Nee, der Löwe war das. ist, glaube ich, ein ganz schöner Löwe. Löwe, ne? Das wären sonst die Berliner, aber die gab es damals noch nicht. Ich bin Norddeutsch, ich darf das. Ich darf das. So. Ja, dann haben wir hier noch eine Besonderheit, nämlich wir haben hier die Kompanieknöpfe auf den Schulterklappen. Oh ja. Die wurden gar nicht mal so lange getragen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also am Anfang noch ja, gerade beim Waffenrock mit Klappkragen. Und die sind dann später eigentlich mit der 1913 mit der Einführung relativ schnell verschwunden, einfach weil auch so viel hin und her geschoben wurde und es wurden Kompanien an andere Regimenter abgegeben oder ganze Bataillone abgegeben und dann war das alles hinfällig. Ja. Daher hatte man dann irgendwann einfach auch Kronknöpfe da oben. Ja, das war generell ein Problem der frühen Uniform, dass viel sehr, sehr spezifisch war. Ob es jetzt Waffengattungen waren oder teilweise Regimenter. Deswegen hat man sehr schnell dann die vereinfachten Uniformen eingeführt, zu denen wir in den nächsten Videos dann kommen. Genau. Als Ordonnanzwaffe hatten die Deutschen zu der Zeit eben das Gewehr 98, zumindest bei der Infanterie. Ja, gibt eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. Wir haben ja natürlich schon ein Video gemacht, das können wir euch verlinken. Ja, also die Einführung verlief tatsächlich relativ schleppend. Also unser Regiment, das IR 76, hat dieses Gewehr tatsächlich auch erst 1906 bekommen. Und dann auch noch nicht in ausreichender Stückzahl, also das Kommissionsgewehr 88, wie es damals auch noch gängig war, gab es da noch genauso und wurde auch so noch im Ersten Weltkrieg verwendet. Genau. Ab 1902 war das ja so, dass ein Armeekorps pro Jahr mit dem 98er ausgestattet wurde. Richtig, also so war die Ausstoßzahl auf jeden Fall und das Kommissionsgewehr wurde parallel, aber trotzdem dennoch weiter produziert. Genau. Aber wir können sagen, 1914 gab es eigentlich kein stehendes kein stehendes Regiment, was noch mit dem 88er nicht komplett ausgestattet ist. Aber da waren schon sehr viele Gewehr 98 im Umlauf. Genau. Also deutlich gängiger war es dann bei Reservetruppen und so weiter. Richtig. Oder bei der Marine. Und bei der Marine. Zu genauen Geschichtsverläufen, was den Krieg angeht, machen wir, glaube ich, nochmal was extra. Genau. Ne, auch was die 76er angeht, wenn sich da jemand für interessiert, für die Regimentsgeschichte. Da können wir gerne mal so was Theoretisches machen. Also wenn ihr Bock auf eher auch theoretische Videos habt, wo wir mal ein bisschen was einfach nur aus der Geschichte erzählen, mal ein paar Bilder einblenden, wo wir nicht wirklich was groß zeigen können, dann könnt ihr das mal unten reinschreiben. Also so allgemein. Schreibt das in die Kommentare. Wie gesagt, das, was Peter schon sagte, Regimentsgeschichten oder Schlachtenverläufe, das war in letzter Zeit auch immer wieder mal Thema, ob man sowas auch mitmacht. Wir werden auch in Zukunft bei Videos unten mit Quellenverzeichnissen arbeiten, dass ihr das unter Umständen selber nachlesen oder nachschlagen könnt, weil auch wir sind nicht frei von Fehlern, auch wir interpretieren Quellen falsch oder zu richtig oder je nachdem, wie auch immer man das drehen möchte. Da könnt ihr euch gerne mal zu äußern. Wie gesagt, Kommentarspalte
lasst's krachen. Genau. Und sonst haben wir eigentlich alles abgedeckt. Genau, und dann sehen wir uns quasi in dieser Reihe dann im Jahr 1915 wieder. Wobei wir das höchstwahrscheinlich zweiteilen müssen, weil 1915 ist relativ viel passiert. Genau. Also früh und spät machen wir dann wahrscheinlich. Richtig. Gut. Sehr schön. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut wieder zu. Auch wenn wir jetzt heute draußen sind und das Licht ständig wechselt und ich gucke, weil es ist schon wieder so hell. Ja. Ja, dann hoffe ich, ihr schaltet wieder ein. Tschüss. Albern. Ja.